Also es ist ja mittlerweile so, dass die Nationalstaaten, die Mitgliedstaaten der EU kaum noch miteinander kommunizieren können, weil sie sich so festgefressen haben in ihren jeweiligen nationalen Interessen. Das war in gewisser Weise schon immer so, aber in Krisenzeiten ist es natürlich noch mal drastischer. Also wenn ökonomische Probleme, wenn ökologische Probleme auftauchen, wird es natürlich noch mal krasser. Und Europa ist zweierlei. Einerseits eine Idee, und zwar eine ziemlich geile Idee, und andererseits aber eben auch ein politisches Machtverhältnis. Beim Machtverhältnis ist es halt schwierig. Also Europa ist kein Europa auf Augenhöhe. Also die Griechen, die unter der deutschen Finanzpolitik auf europäischer Ebene leiden, können den deutschen Wirtschafts- oder Finanzminister weder wählen noch abwählen. Insofern Kommunikation zwischen Kreativen, Kunstschaffenden, Kommunikation zwischen Zivilgesellschaft, zwischen Engagierten ist ganz wichtig. Wir forcieren ja die Städteagenda auch sehr auf europäischer Ebene als Berliner, ne, und arbeiten da mit Athen, mit Helsinki, mit anderen europäischen Metropolen zusammen, was die Flüchtlingsintegration angeht. Und mir ist sehr, sehr daran gelegen, dass wir versuchen, so ein Gegengewicht zu schaffen gegen die Institutionen und gegen die institutionelle europäische Integration, also so ein Europa von unten zu bauen, wo mal ein paar Fragen dann auch noch mal anders gestellt werden, weil ich glaube, die besten Pro-Europäer sind eigentlich die, die kritischen Fragen stellen und nicht diejenigen, die den derzeitigen Zustand besinnungslos bejubeln. Was macht Republika da in diesem Spannungsfeld zwischen Kreativen und Politik und aber auch Aktivistinnen? Also die Republika ist ja ein klassisches Berliner Kind, ist so ein bisschen gestartet als ja, ein Raum, in dem sich Künstlerinnen und Künstler, Kreative, Hackerinnen und Hacker, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Zivilgesellschaft, Bürgerrechtlerinnen, Bürgerrechtler getroffen haben. Das war ein guter Start, aber ich finde die Idee, und das hat ja letztes Jahr in Dublin begonnen, in diesem Jahr in Dublin und Thessaloniki, dann hoffentlich jetzt sozusagen auch sukzessive mehr, dieses Connecting Europe. Durch tatsächlichen Austausch, durch tatsächliche Kommunikation. Aber Reconnecting Europe jetzt mit dem Doppelpunkt Connecting Europe als Anspruch, also sozusagen die Leute zusammenzubringen, dazu zu bringen, tatsächlich auch Projekte von unten anzuschieben über die Grenzen hinweg. Wir waren vorhin gemeinsam in einem Gespräch mit Leuten, die hier eben versuchen, Kultur divers zu organisieren, die hier versuchen, soziale Hürden zum Kulturzugang abzubauen, sowas wie man in Berlin in der freien Szene findet. Da gibt es total viele Parallelen zu Berlin. Insofern finde ich unfassbar schön, dass es mittlerweile offenbar sogar schon so eine digitale Karawane gibt, dass dann Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Dublin mit hierher gekommen sind und jetzt hier anknüpfend Partner suchen. Das finde ich toll. Super, vielen Dank.